Auf der Spur von Dandelion werden wir uns ja erstmal seine weiblichen Gespielinnen halten und rausfinden, ob er irgendwo hier mal in der Nähe war. Jetzt gleich mal eine Karte aufmachen, um zu sehen, wo die überhaupt sich alle rumtreiben. Okay, also hier sind welche direkt quasi außerhalb der Stadt. Dann könnte ich gerade noch hier die Anschlagbretter mitnehmen, die beiden, die außerhalb auch noch liegen. Und der Rest ist dann hier oben. Okay, also das sind die 5 dann. Die anderen Anschlagsbretter hier draußen mache ich dann irgendwann anders mal, denke ich. Gerade mal gucken. Generell hätte ich wahrscheinlich auch noch hier unten, ganz im Süden was. Muss ich auch noch mal irgendwann hin. Das wird aber nicht jetzt passieren. Das heißt, wir gehen erstmal hier raus und dann nach rechts. Direkt hier vorne sollte das ja sein, das eine. Was ist das hier? Ah, die Wäscherei. Okay. Julia claims you agreed to pay him more. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Spiel has got someone else's protection now. Really? Who's that be? Geben wir den Bettlerkönig an? Ich werde nämlich nicht immer da sein. Wir sagen mal der Bettlerkönig. Vielleicht funktioniert der Bluff einfach. The King of Beggars made a deal with Junior. This is his turf now. Didn't hear nothing about that. But you have heard what Bedlam does to people who cross him. Or you need a demonstration? Come on, Fritz. Boss wants it that way. It's how it's got to be. Thank you. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. What did you... Oh, I know you. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? Not Gerald. Geralt. Oh. Dreadful sorry. Explain something if you don't mind. You say I took Dandelion out whoring. So he said. Claimed I was his one and only. But he fell in with the wrong folk. You and that dwarf who always looks like a cow licked him. Said you two were a bad example. Wine, women. Song. He picked that habit up from us too? Gotta have a word with him. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Covere. Ha! Horvere, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same.
Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. But your fairness in your eyes. Es ist die Frage, was passiert, wenn die Typen wiederkommen und sie nochmal nach Schutzgeld fragen, weil eigentlich haben wir halt richtig dreist gelogen. Ich hoffe, das hat keine Konsequenzen für sie. Bei dem Spiel bisher eigentlich alles Konsequenzen hatte, also es könnte sehr ungesund für sie sein. So, das hier ist die Schneiderin. Welcome, welcome. Do come in. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Was kommt jetzt? Holy shit. Any better? So you're... Elial. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Den Rest will ich echt nicht wissen. Don't think I want to know what happened next. Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Okay. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. I know this is none of my business, but why do you... Why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Mm-hmm. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about? He ask about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Nice. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Würde sich bestens verstehen mit dem Kämmerer von dem Emperor. So, wir haben einen Punkt bekommen. Und sind ein Level aufgestiegen. Werden wir gleich mal investieren, das gute Ding. Ja, weiter schnelle Angriffe ausbauen.
So, eben auf die Karte gelinst. Und wir holen jetzt eben erstmal die anderen Aufträge ab. Okay, Charaktereinträge haben wir jetzt auf jeden Fall. Über Elihal. Geralt interpretierte eine meiner Notizen irrtümlich als Indiz, dass Elihal und ich ein Paar gewesen waren. Wie gesagt, wir lesen das, also wir kriegen die ganze Geschichte eigentlich aus der Perspektive von Dandelion erzählt. Natürlich wäre jeder stolz, diesen herausragenden Elfen, wunderbaren Konversationspartner und superben Schneider zu seinen Eroberungen zählen zu dürfen. Doch wir hatten nichts weiter als Freundschaft und guten Wein geteilt. Dies erfuhr Geralt, als er Elihals Schneiderei aufsuchte. Konnte außerdem einen Blick auf das ungewöhnliche Hobby des Elfen werfen, das Annehmen von Kleidung und Benehmen derer, die einem anderen Volk, Geschlecht und sozialen Status angehörten als er. Ich gucke gerade mal, ob für Soltan vielleicht, aber der hieß im Deutschen auch vorhin Soltan. Das hier ist halt der Rittersporn. Das werden wir jetzt nicht alles vorlesen. Das ist wie gesagt einer von den, auch von den ältesten Freunden von Geralt. Ah, hier ist der Eintrag über Soltan. Zwerg, Glücksritter, Veteran von Brenna, unerschütterlicher Optimist, überzeugter Altruist, Freund starker Getränke und rauer Lieder, meisterlicher Gewinnspieler und vor allem treuer Freund von Geralt und mir. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Soltan Chivay. Wir freundeten uns vor vielen Jahren an, als Geralt und ich im vom Krieg gezeichneten Flussland auf Soltan und seine Leute stießen. Seither hat das Schicksal oft dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzten. Schließlich wurden wir unzertrennliche Gefährten, die miteinander durch dick und dünn gehen. Zu Beginn unserer Geschichte hatten Soltan und ich gemeinsam ein Geschäft gegründet. Eine Taverne in Novigrad, die Rosmarin und Thymian hieß. Okay, vielleicht lesen wir doch eben einfach mal kurz das über Rittersporn vor. Ich darf davon ausgehen, dass der werte Leser zu weltgewandt ist, als dass die Vorstellung meiner bescheidenen Person sowie der Rolle, die ich in der folgenden Geschichte spiele, noch erforderlich wäre. Daher werde ich sie aus reiner Gründlichkeit sowie für den Fall vornehmen, dass der Leser aus fernen Weltgegenden stammt, in die mein Ruf noch nicht vorgedrungen ist. Jahrgang 1229, begnadeter Poet und Bade, Absolvent der Akademie zu Ochsenfurt, etablierter Hofkünstler, unübertroffener Liebhaber, von Damen aller Welt angebetet, zäher Verhandler, vorzüglicher Redner. Dies ist das Bild Rittersporns, das üblicherweise aus den Berichten jener erwächst, die ihn kennen. Es ist natürlich geringfügig geschönt. Ich selbst sehe mich eher als demütigen Künstler und Diener der Muse, der beträchtlichen Teile seines umfangreichen Werkes der Tatsache schuldet, dass er ein enger Freund und unerschütterlicher Gefährte des Hexers Geralt war, ist und immer sein wird. Als gewissenhafter Chronist widme ich das vorliegende Werk Geralts Schicksal. So. Das sind eben, ja, zwei alte Freunde Geralt, also die kennt er schon halt eigentlich vor dem ersten Witcher-Spiel. Glaube ich zumindest. Soltan weiß ich gar nicht. Es kann sein, dass er den tatsächlich im ersten Witcher-Spiel kennengelernt hat. Oder im zweiten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Können wir dem Kaufmann hier gerade mal den Krempel verticken, den wir noch dabei haben? Greetings. Salutations! Whither do you come from, and where will you go? Hard to say. Seen a lot of the world and plan to see more. As have I, as do I. So close to Novigrad. Wouldn't you rather trade inside the city walls? The guilds entrenched there. Why, their members fix prices to stifle any competition. I do a robust trade here with none to pester me. No walls to ring me in. The open's a pleasure in itself. I'm certain you agree. Take a peek if you don't mind. Keine Gewinnkarten. Das ist sehr schade. So. Ja, mehr brauchen wir von dem nicht, was der hat. Aber vielleicht kann ich gerade noch ein bisschen was loswerden. Diese Mumenpuppe und diese ganzen Krempel hier hinten, keine Ahnung, ob ich das alles nochmal brauche oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ist hier was Wertvolles bei? Nicht wirklich. Ich muss aufhören, diesen ganzen Scheiß mitzunehmen.
Wir verticken das jetzt einfach alles. Was ich aufhebe, ist hier der Talisman und das Xenogloss und den Rest, der geht jetzt hier weg. Vorausgesetzt genug dabei, um das abzukaufen, was er wahrscheinlich nicht hat. So, ja, mehr kann er mir nicht abkaufen, das ist okay. Farewell. We'll meet again. I know this. Okay. Wir gehen mal gerade das bisschen zu Fuß, glaube ich. Wobei, das ist... Okay, eigentlich nur 70 Schritte entfernt. Hey, ja. Trotzdem reiten wir mal gerade. Oh Gott, der will eine Brücke sein mit... Wo ich nicht rüberkomme, mit einer unsichtbaren Wand. Aber schauen wir mal. Nee. Ich wollte das eigentlich da lesen. Schlachter sucht Lehrling. Ich suche einen Mann, der sich nicht scheut, die Arme bis zu den Ellbogen in Blut und Gedärm zu versenken, der starke Hände und einen kühlen Kopf hat. Die Arbeit ist einfach, wir schlachten, häuten und zerlegen die Tiere. Der Lohn ist gering, aber du kannst so viele Innereien und so viel Blutpudding mit nach Hause nehmen, wie du willst. Lotto sieht. Handwerker zu euren Diensten. Leckt das Dach, schließt die Tür nicht, wackelt der Tisch. Was immer euch plagt, ich kümmere mich darum. Zu vernünftigen Preisen und erzähle euch noch manchen Schwank dabei. Hubrecht war Handwerker. Warnung. Gute Leute, haltet euch von Wählen fern. Auch wenn man euch einen Berg Gold verspricht, auch wenn die wilde Jagd selbst euch auf den Fersen ist, auch wenn eure ganze Familie dort auf euch wartet, südlich des Ponta gibt es nur Hunger und Tod. Ein Reisender. Hilfskräfte für den Obstgarten gesucht. Suche Hilfskräfte für den Obstgarten zum Mulchen, Gießen, Zurückschneiden und so weiter. Zahle Stundenlohn, Olbracht. PS, Zwerge und Halblinge zwecklos. Ihr kommt auch auf einer Leiter nicht an die höchsten Zweige. Und jeder dritte von euch ist ein Säufer, der mehr meckert als 3 ausgewachsene Männer. Sattelsalbe. Häufig auf Reisen, Wochen im Sattel. Hintern rot wie rote Beete. Dann fragt den Herbergswirt nach Sattelsalbe. Nach erprobtem und bewährtem Rezept hilft immer. Harald Polk. Nachricht an unsere werten Kunden. Liebe Kunden, der Krieg bringt harsche Gesetze mit sich. Fast 20 Jahre lang habe ich nun die feinsten nilfgaardischen Waren in den Norden importiert und sie zu unschlagbaren Preisen verkauft. Manchmal habe ich gar keinen Gewinn gemacht. Das kann ich beschwören. Leider ist dieser Handel aufgrund des neuerlichen Konflikts zwischen unseren Ländern nicht mehr möglich. Ich werde auf dem Bretagne-Jahrmarkt heuer nicht anwesend sein und so wird es keine Angrener Spitze, kein Samt aus Nazaire und auch nicht die weltberühmten Ebbinger Zitronen geben, die bei euch doch so beliebt sind. Vergebt mir gute Leute und trinkt auf meine Gesundheit. Deklan Leuwarden. Okay. Keine neue Quest, aber ein wenig Hintergrund. Kann ich hier rüber galoppieren? Kann ich in der Tat. Die Gänsemöse, okay. Das ist hier ein Wirtshaus scheinbar. So, dann gab es hier doch noch ein zweites Ding, genau, hier oben. Ich muss eigentlich nur der Straße folgen. Hier ist irgendwie noch ein bisschen mehr Leben in der Welt als, also von der Natur aus und dergleichen als in Wählen. Gut, hier war auch noch kein Krieg. Kann natürlich immer noch kommen irgendwann. Ich denke, hier gehe ich mal zu Fuß weiter. Die 7 Katzen.
You'll choke to death on 3 pounds of steam. Ja, wenn die Herren mal ein bisschen schneller sich bewegen könnten, dann könnte ich auch einfach an denen vorbei. Danke. Ist auch wieder hier so ein Wirtshaus. Ja, das lesen jetzt nicht alles durch. Ich habe auf jeden Fall auch keine neue Quests. Küchenhilfe gesucht. Tagesgericht, okay. Kellnerin gesucht. Bekanntmachung. Warnung. Noch eine Warnung. Ja, auch drin. Okay. Damit haben wir noch ein paar Markierungen auf jeden Fall am Start. Und dann ziehen wir jetzt mal weiter und interviewen nun mal noch die restlichen Damen. Ich bin mir mal unsicher, ob ich bei den englischen Namen oder bei den deutschen bleiben soll. Weil ihr lest die deutschen, hört aber die englischen. Ich finde es ein bisschen eigenartig, dass sie die tatsächlich umbenannt haben. Got my eye on you. Also Rittersporn und Dandelion. Dandelion, sagt er eigentlich. Er braucht Hilfe, okay, machen wir das gerade mal. What do you want? Name's Muggs. Rostin Muggs. Need your help in a grave matter. What's this grave matter? I came here on business. Sadly, just there across the river, toward the bridge's end, I was attacked. Smashed a bottle of the finest dwarven spirit on the bugger's skull. But the robbery was still a partial success. Tell me what you want already, and be brief. Thief ran off with my documents. Very important documents. I need you to get him back for me. It'll cost you. I don't work for free. That I know. Since the dawn of time, no witcher's lifted a finger without pay. I'll smatter in the coin in the soles of my boots. Return the documents, and it's yours. Fine. See what I can do. Das Dilemma mit den Zwergendokumenten. Gucken wir mal. Stufe 2 Quest. Okay. Ja, vielleicht machen wir das jetzt gerade erst. Das wird vielleicht ja irgendwie eine Folge noch haben. Ich frage mich, warum sich hier eine Level 2 Quest hinsetzt, wenn man hier eigentlich erst mit Level 10 generell hinkommt. Das ist also ein bisschen eigenartig, vielleicht nicht so ganz durchdacht. Gucken wir mal. Dwarven moonshine. Nothing stings quite like it. There's the bottle. Muggs was attacked here. Look awful suspicious to me, tramp. Ja, folgen wir doch mal dem Geruch. What? Ah ja. Axel. Hand over the documents, thief. Me? A thief? I won him straight, I did, in a game of cards. Not how Muggs sees it. Claims he was mugged. He lost, demanded them papers back, and when I refused, he walloped me over the noggin with a bottle. Barely escaped with me life. How much are they worth to you? I don't read myself, but I seen the seals. I know it ain't no scrap of arse white. I won't sell them to the first fella comes asking. Vielleicht, ja, ich versuche mal, um die zu spielen. Mal gucken. Played cards for them once. Care to play again? You're clearly in the middle of a lucky streak. Could very well continue. You might be right. Let's play. Schauen wir mal. Ja, wir werden auf jeden Fall das Deck hier nehmen.
gutes Wetter. Infanterie werde ich mal ablegen. Und den Fußsoldaten auch. Wenn wir einmal Nebel, einmal gutes Wetter bekommen. Wir fangen wir mit einem Zweier aus. Ja, ich denke, wir spielen mal den Zweier zuerst. Er spielt ein Nilfgaard-Deck, das heißt, ich darf nicht unentschieden spielen. Okay, er fängt direkt mal mit einem 7er an, aber auf meiner Seite als Spion. Hat er noch eine Karte gezogen. Okay. Weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Dann spielen wir noch eine niedrige Karte, die Belagerungsexperten. Gucken wir mal, was er jetzt auspackt. Ich habe auf jeden Fall schon 10 liegen. Er spielt noch einen Spion, what the fuck. So, ich habe jetzt schon 14, ich passe jetzt einfach mal. Es kann natürlich sein, dass er mir gleich hier schlechtes Wetter reinhaut. Das wäre eher blöd. Ich könnte halt Nebel ausspielen. Nebel hat sich ja nur Fernkampf wirksam gemacht. Ich setze noch meine Anführerkarte ein, spiele einfach mal direkt den dichten Nebel. Wenn er jetzt irgendwie was machen will, dann schauen wir mal. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Frost haut er raus. Ich habe jetzt aber halt immer noch 4. Das Problem ist, dass er noch so mega viele Karten auf der Hand hat einfach. Spiele ich jetzt das gute Wetter aus? Ja. So, mal gucken, was er jetzt raushaut. Er passt, okay. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal gewonnen, die erste Runde. Ich habe eigentlich noch relativ viel auf der Hand. Ja, ich habe klirrende Kälte auch nochmal bekommen. So, wir spielen einfach nochmal einen Nahkämpfer aus, würde ich sagen. Quatsch. Okay, er spielt einen 5er Fernkämpfer aus. Wenn ich den Heiler spiele, kann ich noch eine andere Karte spielen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ach so. Die Spione sind jetzt bei mir im Deck drin. Das ist natürlich ganz schön scheiße, die will ich auf jeden Fall nicht spielen. Dann nehmen wir uns hier nochmal den Japan wieder. Spielen ihn sofort aus. Oder hätte ich die Spione jetzt auch zu mir hinlegen können? Weiß ich nicht. Also er ist bei 10. Ich spiele mal noch einen Nahkämpfer. Ach, der Fürst Stennis ist ein... Stärkt meinen Gegner, aber ich kann 2 Karten ziehen. Okay, ich mach's einfach mal. Okay, noch eine Belagerungseinheit bekommen. Und ich kann Nebel ausspielen. Quatsch, nicht Nebel, sondern klirrende Kälte. Das mache ich jetzt einfach mal. Gucken, was er jetzt raushaut. Er hat unglaublich viel Nahkampf. Das ist aber für ihn nicht so geil eigentlich. Und jetzt bei 11 Punkten ist er... Ich spiele mal meinen Tribok aus. 13 Punkte. Fernkämpfer hat er auch. Er hat jetzt noch 6 Karten. Ich könnte versuchen, den Nebel auszuspielen, das dann mit den Belagerungseinheiten zu gewinnen, indem ich das andere Tribok auch noch ausspiele.
Oder ich setze meine eigenen Fernkämpfer. Das ist jetzt die Frage. Ich spiele mal das aus, mal gucken, was er macht dann. Den Nebel. Jetzt müsste ich auf jeden Fall wieder vorne sein. Okay, er hat auch noch Tribok am Start. Jetzt ist die Frage, passe ich oder nicht? Ich spiele meins. Wir warten. Ja, das bringt ihm gar nichts. Ich passe jetzt einfach. Gucken, ob er auf 19 kommt. Wenn er nicht irgendwie noch mehr Belagerungseinheiten hat, gehe ich nicht davon aus. Tja, mein Freund, da hast du ganz schön verkackt und ich habe es ganz schön gut gemacht mit meinem Deck. Nice, damit haben wir die Runde geholt. I ain't blind. Take the damn things. Let none say I ain't an honest man. Gods know, I'll only ever say kind things about you. Ja, damit haben wir das Dilemma, glaube ich, ganz gut gelöst. Und jetzt stellen wir Mux mal zur Rede. Und mittlerweile bin ich auch ein bisschen besser geworden im Gewinnspielen. Ich habe zwischendurch immer mal wieder Karten gekauft, also auch zwischen den Folgen, oder halt auch schon mal gegen den einen oder anderen gespielt und mir Karten eben gewonnen. Mit diesem Belagerungskrempel, was ich da jetzt unter anderem mit drin habe, das ist schon ganz geil gemacht eigentlich. Also da, gegen so jemand wie ihn jetzt gerade, konnte ich da eigentlich das Spiel ganz gut entscheiden, wie man sehen konnte. Aber es ist eigentlich ein Pay-to-Win-Game, weil je besser die Karten sind, also wenn man keine schwachen Karten mehr drin hat im Deck, umso besser geht's halt einfach. Well? Found the thief who took your documents. It can't be. Let's go get him. You can hold him while I take what's mine. Slow down. See, this man said he never attacked you. Said you lost to him at cards. Ah, cheeky bastard. Well, like me Aunt Rosalie always said, lies got but wee legs and don't run far. The documents belong to my employer. A deed to a townhouse in Vingerberg. And true enough, I've been drinking. Got a bit carried away. I lost them in a game of cards. Then you whacked the winner on the head with a bottle. What was it to do? You weren't willing to give him back. When the scoundrel drew a weapon, I fled. But without them papers, I haven't the gumption to show me face at home. Here, now pay up. Of course I will. Give you all I've left. Wouldn't have it any other way. Ja, das hat doch ganz gut funktioniert. Plötze. Okay, Plötze ist jetzt ein Seepferd. Ja. Ich denke, die anderen Damen, die wir noch hier für die Quest besuchen müssen, die Mätressenliste, das werden wir erst beim nächsten Mal machen und dann die Quest auch abschließen. Ja, war eine ganz nette Nebenquest hier eben mit dem Gewinnspielen. Konnte ich endlich mal unter Beweis stellen, dass ich es doch kann, nachdem ich beim ersten Mal nur verloren habe eigentlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.